Leute, heute im Drag Race der nagelneue BMW M5 gegen den Audi RS7 Performance und das bei nasser Fahrbahn. Das wird krass. Los geht's. Ja Leute, ich werde heute den BMW fahren. Ich bin natürlich unheimlich gespannt. Der neue M5 hat sehr stark polarisiert. Zwei Gründe dafür gibt es. Einmal natürlich, es ist ein Hybrid und er hat deutlich mehr Gewicht. Also wenn wir uns mal die Specs anschauen, Tobi, du fährst heute den RS7. Was hast du denn im Gepäck? Ihr habt den All Black RS7 Performance heute dabei. 630 PS, wir haben den ja schon mal im Drag Race mal testen dürfen. All Black, ich habe ungefähr 2,1 Tonnen. Ich habe eigentlich bei allem weniger. Weniger PS, weniger Newtonmeter. Und weniger Haare. Und weniger Haare und weniger Gewicht. Super, danke. Deswegen wird es heute sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass es eng wird, wegen meinem Gewicht gerade. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt zu sehen, wie performt dieses Auto mit der Hybridtechnik. Ich meine, es gab wirklich große Kritik, weil wir hier 2,5 Tonnen haben und das in einem M5. Das sind ungefähr 500 Kilo mehr als der Vorgänger. Und da hat man zu Recht gesagt, ey, irgendwie, das sind wir nicht happy drüber. Vor allem, weil ja die angegebene 0 auf 100 Zeit langsamer geworden ist. Und das, obwohl wir hier 727 PS haben. Also Leistung eigentlich geil, aber viel Gewicht. Viel Gewicht. Ne? Deswegen bin ich da wirklich sehr gespannt. Jetzt muss man dazu sagen, heute ist wirklich miserables Wetter. Das heißt, beide Autos sind auf unterschiedlichen Reifen, es sind aber beides Winterreifen. Wir haben hier einmal Michelin-Winterreifen und hier einmal Continental. Ne? Wir haben gesagt, wir lassen die auf Winterreifen stehen. Ist, glaube ich, auch gar nicht schlecht für diese Bedingungen. Es wird rutschig, es ist sehr, sehr kalt. Und ich glaube auch da mal zu sehen, wie performen die zwei Autos, wie können die damit umgehen mit solchen Bedingungen. Das wird richtig spannend zu sehen. Was ich auch interessant finde, wir haben jetzt hier einen, sagen wir, Oldschool-Antrieb ohne Elektro. Ja. Und einmal mit. Quasi die neue Generation. Die neue Generation, ja. Man muss ja ehrlicherweise sagen, auch insgesamt wirkt der M5 einfach mächtiger. Also er hat einen längeren Radstand, er ist wirklich länger, er wirkt auch viel klobiger im Vergleich zum RS7. Ja, wenn man auch mal sich ein bisschen das Heck anschaut, wie das beim RS7, wie stark es unten abflacht. Beim M5 haben wir das nicht, da haben wir ein unfassbar breites Heck mit einem ganz neuen Design. Also weiß, das so ein schönes Design bekommen hat. Also bisschen Dreck. Ja, es sind beide dreckig, mein Gott. Aber weiß ist natürlich halt einfach ein bisschen ungut. Undankbar, ja. Naja, aber das gehört halt nun mal zum Real-Sein dazu. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit. Wir machen jetzt Soundcheck, wir machen es uns bequem, wir schauen, ob wir da alles einstellungstechnisch hinbekommen. Ich schon, ich bin Sitzer im Audi. Ich habe gehört, beim BMW ist das jetzt viel einfacher geworden, aber das werden wir gleich rausfinden. Ja Leute, wir haben hier heute für das Drag Race auch noch pornorotes Interieur mit dabei. Insgesamt, was mir sehr gut gefällt, ist das Lenkrad. Das schaut super cool aus. Sehr, sehr sportlich. Auch diese Lichtleiste, die durchs Auto geht. Die Sitze sind sehr bequem und haben so eine gute Mischung aus Sport und trotzdem ein bisschen Race. Die Farbe würde ich niemals so nehmen, aber das ist am Ende des Tages auf jeden Fall eine Geschmackssache. Der RS7 hier natürlich auch top gespeckt. Alles schön mit Alcantara. Alcantara hier. Schöne blaue Nähte hier dran. Blaue Stitchings, blaue Gurte. Hat schon sehr, sehr viel Stil. Schön zusammengestellt an dieser Stelle an den Besitzer. Auch vielen Dank, dass wir hier das Fahrzeug hier nutzen dürfen. Ich fange mal mit Soundcheck an, okay? Das Auto wackelt mit, wenn man hier Gas gibt. Das ist richtig, richtig geil. Sound ist von innen verhalten. Ich weiß nicht, wie es von außen klingt. Aber das könnt ihr entscheiden. Ihr hört das jetzt besser. Sehr schön, muss ich echt sagen. Also ich höre viel mehr Motorsound als Auspuffsound hier an der Stelle. Einzige, was ich gehört habe, wo du vom Gas runtergegangen bist, der macht der richtig cool hinterher. Das ist cool. Dürfte schon noch ein bisschen mehr abgehen hier, zumal ich ja wirklich alles auf Maximum gestellt habe. Aber ja, man hört den Motor gut, das Auto vibriert mit und von hinten, ich weiß nicht, kann ich gar nicht einschätzen. Ja, dann mache ich mal. Ich muss aber sagen, bei mir knallt er, wenn ich nicht komplett durchdrücke, sondern nur bis so 2,5 drehe, dann macht er schöne Bop-Bop-Bop. Ja, deine Bop-Bop-Bop, die brauchst du jetzt auch, weil jetzt machen wir uns ready. Erstes Rennen, Viertelmeile. Das wird schon mal ein erstes Gefühl sein. Wichtig, dass wir hier alles gut einstellen, alles auf Sport, Maximum, Attacke und dann gib ihm. Ich probiere einmal kurz die Launch aus. Jetzt schauen wir mal. Es hieß, dass man sofort eine Launch machen kann. Ich probiere es aus.
Krass, BMW. Launch Control. Oh. Digga, dein Ding, das marschiert ja nach vorne, das ist ja Wahnsinn. I am Steve. Okay, Leute, erster Versuch. Boah, ich bin echt aufgeregt, was der jetzt hier kann. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich halte jetzt einfach meinen Mund, oder? Tobi ist wieder mit dabei, kriegt noch eine gute Einweisung, dass er den BMW im Griff hat. Der BMW überrascht sehr oft im Drag Race und je nachdem, wie gut Tobi heute drauf ist, wird das Rennen natürlich auch ausgehen. Launch Control ist an. Los geht's! Boah! Boah, komm! Ah. Boah, ballern die Dinger nach vorne. Leck mich am Arsch. Ja, wie ich gesagt habe, die ersten paar Meter sind super schnell. Aber dann... Oh, der BMW, der zieht weg. Boom, Junge! Lecco mio, du. Also da muss man echt sagen, da ist es richtig geil, wie gut man diese E-Unterstützung merkt. Du gehst von der Bremse runter und du hast einen so Instant Punch. Und noch dazu hier leuchtet alles mit Launch. Da vorne im Head-Up-Display steht Fett Launch. Also ich habe richtig das Gefühl, geil, macht Bock. Das gibt dir super viel Emotion und das Ding rennt los. Boah, also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte echt, das wird schwierig im Regen. Boah, stark. Also der Audi, ich habe es mir fast gedacht vorhin, mein Mikrofon ist da, dass er am Anfang die ersten paar Meter so einen richtig geilen Punch hat und gut nach vorne marschiert. Von daher glaube ich, das war jetzt ein guter Run. Das war ein guter Run. Das war ein richtig guter Run. So Mensch, erster Versuch, Viertelmeile und ich bin erstaunlich gut weggekommen, du. Brutal. 0-100 3,41, 100-200 7,29 und Viertelmeile 11,1. Also 0 auf 100 hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell weggeht. Zeige ich dir ehrlich, weil ich habe 3,42. Das heißt, du warst 0,01 schneller als ich auf 100. 100-200 ist bei mir im Vergleich zu dir nicht gut. 8,48 und Viertelmeile 11,29. Also eine 3,4 bei richtig Regen für beide Autos wirklich krass. Muss man einfach mal sagen, das ist schon gewaltig, was da vorwärts geht. Du musst erstmal 2,5 Tonnen in 3,4 Sekunden bei Regen so nach vorne schießen lassen. Mega. Plus noch kalte Reifen dazu. So, dann würde ich sagen, straight weiter, 700 Meter Run. Yes, man. Also das heute ist echt mal wieder so ein Drag Race, was mich so abholt. Das macht so Spaß. Ich muss auch wirklich ein großes Shoutout an BMW machen. Ich habe sie oft kritisiert, dass es kompliziert ist, eine Launch zu machen. Das hat man jetzt geändert. Ich muss nicht mehr irgendwelchen Moduszeug hier auswählen, sondern ich vielleicht doch ganz ausmachen soll. Probier es aus, kannst gerne ausprobieren. Aber dann ist die Gefahr, dass ich links abbiege, gell? Jetzt muss man wirklich nur Bremse und Gaspedal drücken und das Ding fährt los. Also das ist auf jeden Fall top, richtig, richtig gut, muss ich sagen. Von dem her Props, da habt ihr eigentlich den Kritikpunkt behoben. So, los geht's. 700 Meter Run. Boah, scheiße, Tobi ist besser weggekommen. Oh, ich dachte, der hat einen Frühstart gemacht. Ich glaube, ich habe gleich einen Frühstück gemacht. Dann hat er ein bisschen aus der Reserve gelockt. Komm, Junge! Es hilft nichts. Boah, der zieht da weg, das ist ja irre. Oh, Viertelmeile wäre jetzt richtig eng, aber 700 Meter. Boah, da kommt schon die Power, muss man sagen. Lecco mio, ey. Was hast du am Start gemacht? Ich dachte erst, du hast einen Frühstart, dann hast du dich aber noch mal gefangen und dann hast du richtig... Also das Ding ist so nach hinten eingesackt, das sah brutal aus. Und du hast richtig guten 0 auf 100, oder? Tatsächlich habe ich die Bremse voll gedrückt, aber die hat sich leicht gelöst. Das war so, ich habe so gut vorgespannt. Es hat nicht ganz gehalten. Da dachte ich mir, fuck. Ampel geht jetzt aus und dann war Gott sei Dank die Ampel aus. Aber es war, also wären wir jetzt bei der Formel 1, wäre es ein Frühstart gewesen. Aber
Ja. Ich habe 0 auf 100 3,41, 100, 200 7,28, Viertelmeile 11,13 und 700 Meter 15,94. 0 auf 100 schlechter als vorher, 3,43. 100, 200 besser, 8,4. Viertelmeile 11,33 und 700 Meter 16,32. Ja, diese 100, 200 Zeit, die ist also wirklich brutal. Da verliere ich alles. Der BMW ist ein Knaller. Der ist stark. Also dafür, dass er, glaube ich, 0, 100 3,5 angegeben ist, fahre ich jetzt hier 3,4 im Regen. Keine Ahnung, wie ihr die Zeiten messt bei BMW, aber ich meine, ist besser. Einzige, was man vielleicht dazu sagen muss, fairness halber, der Tank in dem Auto ist ein bisschen mehr leer gefahren. Aber das macht es bei dem Gewicht jetzt auch nicht. So ein Run? Und dann tauschen wir mal. Ja, dann tauschen wir lieber gleich. Sollen wir tauschen? Also ich hätte schon mal Bock, mit dem M5 einmal zu fahren. Ich will eigentlich gar nicht umsteigen. Was muss ich irgendwas beachten? Nix. Einfach Bremse, Gas. Ja. Oh, hier ist auch eine Kuschel. Entweder schwitzt, nee, hier ist auch Sitzheizung, sein Fahren. Also Tobias. Sitzheizung auf 3 Stellen in einem Drag Race. Okay. So, dann mache ich jetzt mal Folgendes, was er sich nicht traut. Eben hat es mal ESC komplett aus. Ich schau einfach mal. Also wirklich, der fährt sich brutal. Ich habe ein ganz anderes Fahrgefühl da drin. Da ist schon viel. Also es ist schon viel. Ich würde nicht sagen klobigeres Gefühl, aber so ein erhabeneres Gefühl, weil viel mehr um dich rum ist. Und also dann die Aufmache, Lenkrad und so, also schon echt ein wunderschönes Auto. Ist schon ein Panzer, der da anrollt, irgendwie der M5, ne? So! 3,39. Da sieht man doch mal, wer ein echter Audi-Fahrer ist und ein Tobi hier mal komplett abzieht. Komm. Scheiße, er kommt. Scheiße, er kommt. Nein! Ah! Buja! Aber haarscharf, ey. Darf ich dich fragen, was da am Start war? Also vom Gefühl her hat die Launch wieder abgebrochen, zu früh, aber 0 auf 100 3,39. Also bei mir ist 0 auf 100 3,41 auch grün, 700 Meter mit 16,3 auch grün, 100, 200 8,42. Ich habe 700 Meter von dir auch nochmal verbessert, 15,91. Das muss ein Fehler sein. Also, bei aller Liebe, aber so wie ich jetzt vorne war, das kann ja gar nicht sein. Wie dem auch sei, ich schätze mal, war ein bisschen Reaction. Aber auf jeden Fall ein geiles Rennen. Dann machen wir jetzt noch Rolling Race, oder? Yes, machen wir jetzt noch Rolling Race. Bist du wieder im BMW oder bleibst du im Audi? Ich würde eigentlich ganz gern... Ach, scheiß drauf, wir bleiben so, komm. Ich würde eigentlich gerne im BMW. Alright. 2, 1, go. Boah, dicker. Oh, scheiße. Uiuiui. Oh, das ist ein schnelles Auto. Ja gut, klare Sache, Tobi. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir driften jetzt noch zu zweit, komm. Oh. Alter Vater! Oh. Der war zu stark. Aber weißt du was? Sowas fehlt im Audi. Dass du sowas... Dass wir einfach mal so kurz so ein Spaßding machen. Ja. Ne? Ja? Mensch, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach auf hier, oder? Ja. Mensch, Schön war's. herrlich war's. Geiles Rennen, 2 super geile Autos, hat sehr viel Spaß gemacht. Kommentiert, welches Rennen ihr unbedingt als nächstes sehen wollt. Und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.